Ein Bummel durch die Karlsruher Innenstadt führt an historischen Häuserfassaden vorbei. Hinter diesen sind wahre Schätze versteckt. Die Kaufhausidee ist aus Amerika und Frankreich nach Deutschland gekommen. Dort gab es Kaufhäuser schon so Mitte des 19. Jahrhunderts, hier bei uns in Deutschland erst ab den 1880er Jahren. Das Kaufhaus Karstadt, ursprünglich Kaufhaus Knopf, hat angefangen als Wäschegeschäft. Dort gab es dann so Wäschestücke wie diese hier zu kaufen. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg ist der Neubau entstanden in der typischen Bauweise eines damaligen Kaufhauses. Viele Schaufenster, die Fassade aufgelöst, nur noch Pfeiler und Glasfenster dazwischen in Eisen-Beton-Skelettbauweise. Was war das Besondere an der Kaufhausidee? Das erste Mal gab es feste Preise. Die Waren waren damit fix ausgezeichnet. Man musste nicht mehr feilschen. Die Damen konnten die Stoffe anfassen. Sie konnten Kleider anprobieren, ohne zum Kauf verpflichtet zu sein wie bisher. Zudem noch, es gab dort angenehme Räumlichkeiten, um auf die Toilette zu gehen. Man konnte sich also stundenlang in so einem Kaufhaus auch alleine aufhalten. Und das war das sensationell Neue gewesen. Das Modehaus Schöpf ist bereits jetzt in der 3. Generation hier in Betrieb, kurz vor der Jahrhundertwende gegründet. Das Besondere am Modehaus Schöpf ist, dass hier regelmäßig Modeschauen stattfinden und dass es ein Änderungsatelier gibt, in dem bei den einzelnen Kleidungsstücken kleinere Änderungen vorgenommen werden können. Das Geschäft von Hutnagel gibt es bereits seit den 1840er Jahren, auch wenn das jetzige Gebäude nach dem Zweiten Weltkrieg wieder neu aufgebaut werden musste. Besonders aber die 50er Jahre Schaufenster, die dort noch zu sehen sind. Bei Hutnagel konnte man früher keine Frauenhüte kaufen. Es war ein reines Männerhütegeschäft. Von daher konnte man die Hutnadeln, die ich Ihnen hier mitgebracht habe, bei Hutnagel auch nie kaufen. Die Hofapotheke hat, wie der Name schon sagt, im Schloss begonnen, war quasi eine staatliche Einrichtung, könnte man sagen, ist dann aber schon recht bald in die Kaiserstraße umgezogen und kurz vor 1900 hier an diese Stelle. Das war ursprünglich noch ein älteres Haus. Der Apotheker Ströbel hat beschlossen, einen Neubau zu errichten. Und das, was Sie jetzt hinter mir sehen, ist das heutige Gebäude der Hofapotheke. Die Idee des Apothekers war, dass an der Fassade bereits das Thema Apotheke thematisiert werden sollte. Und so finden Sie auf der Seite der Kaiserallee die Krankheit als solche dargestellt. Als ein Ungeheuer von einer Schlange im Würgegriff. Und das ist eigentlich das gute Zeichen für uns, denn die Schlange ist ein Symbol für die Heilkraft, für die Apotheker, für die Mediziner. Also sie ist im Würgegriff der Medizin. Da gibt es 2 Götter an der Fassade. Asklepios, besser bekannt bei uns als Äskulap, der Gott der Heilkunst, der normalerweise immer eine Schlange mit sich trägt. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie aber sehen, er hat auf dem Arm keine Schlange, sondern Sie können den Fuß erkennen, es ist eine Echse. Wahrscheinlich ist damit doch eher Apoll, ein weiterer Gott der Heilkunst, genannt. Auf der anderen Seite des Ärgers trägt die Last der Krankheit seine Tochter, die Tochter von Asklepios, die Enkelin von Apoll, Hygeia, die Göttin der Gesundheit. Von ihrem Namen leitet sich der Begriff Hygiene ab, was so viel bedeutet wie der Gesundheit dienlich. Guten Tag, Herr Rode. Schönen guten Tag, Frau Straub. Das finde ich toll, dass Sie Zeit gefunden haben für mich. Ich wollte die Apotheke schon immer gerne mal von innen sehen. Sie sind jetzt ja hier recht neu in der Apotheke. Wie ist denn das, in so einem historischen Raum zu arbeiten? Ja, es war für mich schon was ganz Besonderes, die Apotheke zu übernehmen und eben auch mit dem Titel ehemals großherzogliche Hofapotheke. Und natürlich auch die Räumlichkeiten sind was ganz Besonderes. Da ist es auch mein Ziel, das auf jeden Fall zu erhalten und eben das Moderne einer Apotheke mit dem Klassischen dieser Einrichtung verbinden zu können und das eben auch so gut es geht erhalten zu können. Das sieht wirklich tatsächlich gelungen aus. Herr Rode, ich habe gehört, dass Sie oben noch historische Schränke haben sollen. Ja, genau, das sind unsere Teeschränke. Wir stellen noch relativ viele Teemischungen her und nutzen sie deswegen auch noch tatsächlich zur Lagerung von den Tees. Und wenn Sie möchten, können Sie sich das doch gerne einfach mal anschauen gehen. Sehr gerne. Dankeschön. Frau Richter, ich möchte Sie ja nicht stören, aber mir fällt gerade der Blick auf diese Gefäße. Die sehen so richtig alt aus.
Das ist richtig, die stammen noch aus großherzoglicher Zeit, wurden aus dem Schloss übernommen und wir verwenden auch heute noch diese Krone in unserem Stempel aus Briefkopf. Wir sind hier in einem der wenigen Gebäude, die den Zweiten Weltkrieg überstanden haben, mit einer historistischen Fassade, comme il faut. In diesem Gebäude hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg eine Institution von Karlsruhe ansässig gemacht, Eiskasal aus dem Jahr 1951, die älteste Eisdiele überhaupt. Die Familie kam aus Norditalien hierher, quasi im Gegenzug zur Italiensehnsucht der Deutschen. Die Deutschen sind nach Italien gefahren, haben dort Pizza genossen, haben dort Eis genossen und wollten das jetzt auch in ihrer Heimat erleben. Ja, und wenn ich gerade schon hier bin, habe ich so gedacht, bei dem heißen Sommertag wäre doch ein Eis sehr schön. Hätten Sie vielleicht ein Zitroneneis für mich? Bitte schön. Dankeschön. Ich wünsche einen schönen Tag. Dankeschön. Wir stehen hier vor der Postgalerie. Wie der Name schon sagt, kann man hier im historischen Ambiente shoppen gehen. Die Fassade ist so gestaltet, dass man noch genau sehen kann, was für eine ursprüngliche Postnutzung hier mal drin gewesen ist. Über dem einen Eingang sieht man eine Dame, die personifizierte Post mit einem Posthorn als Anhänger. Rechts und links von ihr jeweils 2 Wappenkartuschen. Auf der linken Seite von ihrem Gesicht eine Wappenkartusche mit einem Fernsprecher. Auf der rechten Seite eine Kartusche mit einem Schiffsbug, ein Paket drauf, denn hier war der Eingang in die Paketposthalle gewesen. Über dem Haupteingang rechts und links 2 Löwen. Der eine Löwe hat in der Pfote eine Kartusche mit einem geflügelten Rad, stehend dafür, dass die Post früher mit der Eisenbahn transportiert worden ist. Der andere Löwe hat eine Kartusche mit einem geflügelten Schiffsbug, stehend dafür, dass die Post interkontinental mit dem Schiff transportiert wurde, da Flugverkehr zu dieser Zeit um 1900 noch nicht möglich war.